Christopher und Andrea und auf dem Weg gen Osten. Der letzte Teil endete bei der Ausreise aus Serbien. Nach kleineren Verzögerungen an der Grenze dürfen wir dann aber doch ausreisen und können Bulgarien entdecken. Und schon sind wir in Bulgarien. Ja, ging schnell oder auch nicht schnell. An der Grenze hat es ein bisschen gedauert. Wir hatten ja schon erzählt, dass die gerade Mittagspause machen vor uns. Dachten wir, aber haben sie nicht, denn die Zöllnerin, die hat nämlich ihren Kollegen geholt, die wollten uns dann ganz besonders intensiv prüfen. Keine Ahnung warum. Ja, vielleicht weil wir ein paar Klischees erfüllen und Möglich ist das. und dann haben sie natürlich alles auseinandergenommen. Also ich habe vorne im Fahrerhaushalt angefangen und sich wirklich jede kleine Kiste, Ja. Öffnung und Also ja, in jedem Portemonnaie, Ja, in ja. jedes Fach geguckt, Obwohl ich muss wirklich sagen- alles rausgenommen. ja genau, dann hinten ja rein in den Koffer auch nochmal alle Klamotten. Also eigentlich so die typischen Klischee-Verstecke, wo man eigentlich sowieso nichts verstecken würde, wenn man was zu verstecken hätte. Und die haben sie alle durchsucht und hat bestimmt 1,5 Stunden gedauert und sah danach natürlich auch ziemlich chaotisch an, weil zumachen können sie ja auch nicht. Sie sind so eine Sache da zu gucken, um was zu suchen und sowas. Ja, und also er braucht jetzt auch nicht meine Na, Sachen wieder zusammenlegen und ja, im Schrank, ja. also das mache ich dann War auch. ein bisschen blöd, aber gut, ist halt denen ihr Job und ja, haben natürlich... Er war super nett. ja, super nett würde ich sagen, nicht. Ja, doch, also für jemanden, Der mein Bulgare, Auto... der Bulgare, der war sehr nett nachher. Das war ja der Serbe, die Serben. Und ja, der war halt, ja, war ein Zollbeamter, sagen wir es Ja, so. aber er war schon lustig. Er hat zwischendurch Witze gemacht und ich fand es nicht schlimm jetzt. Also er hat Ja, nach Drogen gesucht, aber Ja, war ein bisschen nervig halt, wenn man davon selber betroffen ist. Wahrscheinlich hast du recht, ja. ja. Aber dann wirklich, Bulgarien war dann super. Also Ja. waren wir ein ganz junger Zöllner. Der war auch sehr am Auto interessiert und sowas. Und der konnte auch richtig gutes Englisch, war gar kein Problem. Selbst der Serbe halt konnte auch ein bisschen Englisch, das war auch echt gut. Ja, kommunizieren konnte man Ja, sehr das gut. war ganz okay. Ja, und jetzt sind wir hier an diesem wunderschönen Strand. Also das ist so ein kleiner See, das haben wir auch bei Google Maps gleich gesehen. Hier ist es auch wirklich richtig easy, wieder Stellplätze zu finden. Das haben wir so ein bisschen vermisst in der letzten Zeit, weil ja doch immer nur Transit war und durchgefahren. Man ist nie weit weggefahren von Straßen, dicht an Städten immer. Und da findet man halt meist solche schönen Plätze nicht. Und hier haben wir Ruhe, wir haben hier Top-Internet. Also mal gucken, ob wir morgen weiterfahren oder noch nicht. Das müssen wir uns morgen noch überlegen. Aber erstmal genießen wir die Zeit hier. Genau, jetzt können wir mal wieder ein bisschen runterkommen, ein bisschen Ja, ein langsamer. bisschen viel sind wir ja gefahren in letzter Zeit. Vielleicht fahren wir nächsten Tage ein bisschen langsamer oder vielleicht mal auch einen Tag stehen bleiben. Mal schauen. Richtung Montana werden wir jetzt erstmal fahren. Das sind von hier, glaube ich, 90 Kilometer, ne, glaube ich. 90. Ja, genau 90 Kilometer. Und auf dem Weg wollen wir uns halt ein paar Sachen halt angucken. Und ja, ist echt schön gewesen, hier mal wieder ein bisschen zu chillen und mal wieder einen Tag mal nicht zu fahren. So richtig Offroad geeignet ist der Kühlschrank anscheinend leider nicht. Der ist gerade aufgegangen, also es hat ja alles rausgehauen. Zum Glück ist nichts kaputt gegangen, also ist natürlich alles rausgefallen. Außer aber, ein Bier ist aufgegangen. Ja, das Bier ist aufgegangen, aber zum Glück ist die Glasflasche nicht kaputt gegangen. Jetzt ist hier nur ein kleiner nasser Fleck, aber der Rest ist halt okay. Jetzt müssen wir uns nur was überlegen, wie wir den Kühlschrank wieder zu befestigt kriegen. Klebi haben wir noch, ansonsten werden wir mal gucken, wenn wir mit Gummiband nochmal eine Zusatz-Offroad-Halterung oder Ja. sowas bauen. Eine Offroad-Halterung, ja. Den kleben wir mal neu an, dann haben wir 2 Sicherungen. Vielleicht machen wir auch nochmal ein Gummiband rum oder so.
wenn man weiß, dass man so Hoppelpisten fährt. Wir wollten ja eigentlich zu dieser Festung und wir waren auch da. Wir sind extra vorne auf dem Parkplatz stehen geblieben, weil dann da so ein Schild stand, 3,5 Tonnen Durchfahrtsverbot, und sind dann eben davor stehen geblieben. Und als wir dann oben ankamen, kam sofort jemand zu uns angelaufen und so, ja, ihr müsst hier bezahlen. Und ist ja kein Problem, Parkgebühren wären irgendwie, ich weiß gar nicht wie viel, gar nicht so viel gewesen, aber er wollte uns unbedingt als Bus abkassieren, weil wir eben angeblich so lang sind. Und wir standen ja auf dem Pkw-Parkplatz und nicht auf dem Busparkplatz, deshalb war das für uns ein bisschen ungerecht. Außerdem hatten wir auch gerade gar kein Bargeld dabei und deshalb sind wir dann weitergefahren. Aber jetzt sind wir hier mal wieder einen kleinen Offroad-Weg runter und haben hier einen wundervollen Platz am Wasser gefunden. Ja, hier ist gut was los am Strand. Ist halt auch wahnsinnig schön, Sonne scheint. Viele Bulgaren, die hier auch campen. Wir fahren jetzt den Weg noch ein bisschen weiter, da hinten wird es noch ein bisschen sandig. Ich glaube, da können wir ganz gut stehen. Ich bin gerade bei unseren kleinen Kühlschrank Fauxpas zu beseitigen. Ich werde jetzt hier einmal gleich baden gehen und dann werde ich mal unseren Teppich mitnehmen, weil der hat ganz schön gut Bier aufgesaugt. Und als wir hier aufgemacht haben, die Tür, hat das ziemlich gut nach Bier gerochen. Also man kann sich Schlimmeres vorstellen, aber ist vielleicht doch nicht ganz so schön, weil die Fliegen sammeln sich da schon auf dem Teppich. Deswegen werden wir jetzt mal mit Teppich baden gehen. Wir sind ja jetzt kurz vor Montana am Ogosta-Stausee. Das ist der zweitgrößte See in Bulgarien und der ist benannt nach dem gleichnamigen Fluss, dem Ogosta eben. Und heute wollen wir in die Stadt fahren, ein paar Erledigungen machen, eine SIM-Karte besorgen und unsere Vorräte auffüllen. Und das hier am See, das war wirklich wunderschön. Hier sind viele Locals, also viele Angler, die hier auch das Wochenende verbracht haben, Zelte aufgebaut haben oder mit ihren Wohnwagen hier stehen. Und wir haben auch sogar ein paar Surfboards gesehen und wahrscheinlich wäre das Kiten hier sogar möglich. Bevor wir uns aber auf den Weg machen, müssen wir, weil wir über 3,5 Tonnen wiegen, jedes Mal einen Routenpass buchen und das geht nur auf der Internetseite, die App funktioniert so gar nicht. Und das erste Mal hat wirklich ewig gedauert, aber so langsam werden wir Profis. Heute hat es nur eine halbe Stunde gedauert und die Seite ist nur einmal abgestürzt. Ja, Andrea ist jetzt im Yettel Store und kauft uns eine SIM-Karte und ich parke mal wieder in zweite Reihe. Also das haben wir uns so in Städten haben wir uns irgendwie angewöhnt, dass einer im Auto bleibt und in zweite Reihe parkt. Ist einfacher als einen Parkplatz zu suchen und beide gehen dann rein. Also hier kann man sogar schon die ersten Routen sehen, also die ersten Bohrhaken. Aber leider ist keine Routenbeschreibung dran, also, oder zumindest der Name. Du musst erst mal erzählen, wo wir sind. Ich weiß nicht, wie die Höhle heißt. Eye of God, glaube ich. Nee, die Höhle heißt anders. Das ist nur das, was wir gleich noch sehen werden. Ach so.
Ja, und hier gibt es auf jeden Fall Kletterrouten. Das Ja. ist einer der Gründe, warum wir hier sind. Und die Höhle sieht ziemlich cool aus. Da hinten hängen auch überall im Überhang. Ja. Cool. Das ist echt beeindruckend. Damit haben wir jetzt gar nicht gerechnet. Auf den Bildern sah das gar nicht so groß aus, was wir bisher gesehen haben. Oh, und da sind die Löcher. Boah, ja, da gibt es auch ziemlich coole Bilder. Ich weiß nicht, ob wir das heute Abend hinkriegen. Sollen eigentlich keine Wolken sein, wenn der Mond hier so durchscheint. Und dann scheint er in die Höhle rein. Dann müssen wir mal heute Abend nochmal hierher gehen. Ja, wir sind gestern hier dann doch noch an der Höhle so stehen geblieben. Ja, nachts waren wir nicht mehr drin. Wir hatten eigentlich gehofft, dass wir das mit dem Mond fotografieren können, nochmal so durch die Löcher. Aber war halt zugezogen und war halt nichts zu machen. Aber wir haben uns jetzt überlegt, da sind Kletterrouten, haben wir ja gestern entdeckt und wir wollen jetzt unbedingt nochmal klettern gehen. Also wir haben eigentlich beide nicht so richtig Lust heute. Aber wenn man schon mal hier ist, das wollen wir uns einfach nicht entgehen lassen. Deswegen, die Lust kommt wahrscheinlich beim Klettern. Vielleicht füllen die Feuerwehrautos hier ihr Nee, Wasser. aber auch, füllen die? Also sieht so aus, als wenn die da Wasser reinpumpen, oder? Ich weiß es nicht. Wir müssen, glaube ich, mal ans Ende des Ans Ende der Schlauch gucken, was da ist. Ja, Ne? nicht, wenn es hier brennt. Das Ah, muss ja meinst auch du, ja, ist nur ein bisschen undicht, der Schlauch. Aber ich weiß nicht. Da war da irgendwo Wasser, wo man das holen? Aber wieso Ja, soll da ja, hinten ist ein Fluss. Da man weiter durch die Höhle durch. Achso, manchmal kommt man nicht anders dran. Aber der Schlauch lag ja gestern noch nicht, ne? Nee. Ich habe keine Ahnung, was. Ich glaube, bevor wir klettern gehen, folgen wir erstmal dem Ja, Schlauch. wir müssen dem auf den Grund gehen. Aber ja, gestern war das hier alles trocken, als wir hier waren. Ja, wir haben auch keine Ahnung, was die gerade erzählt haben. Also, wir haben gerade schon rumgespaßt. Vielleicht haben sie erzählt, die Höhle ist überflutet, kommt alle raus. Aber wir haben es nicht verstanden. Aber wahrscheinlich hätten sie es dann mit mehr Nachdruck gesagt. Also, wir schauen mal, noch laufen hier auch Leute rum. Also, sie scheint nicht gesperrt zu sein. Ich habe gerade mit dem mal erzählt, da in der Höhle. Wenn ich das richtig verstanden habe, ich glaube, die leben da sogar und die kriegen jetzt die Wasservorräte aufgefüllt. Darum liegt der Schlauch hier. Also die pumpen nichts ab, die füllen einfach ihre ganzen Wasservorräte auf. Das ist schon ziemlich cool, da in der Höhle. Also ich wollte da jetzt nicht reinfilmen, aber die haben da halt so Kunsthandwerk, ganz viel gebastelt und so. Den einen von denen hatten wir auch gestern schon gesehen, der liegt halt mit einem Schlafsack in der Höhle rum. Also ich glaube nicht, dass die da halt Vollzeit leben. Das ist vielleicht auch so ein bisschen eventmäßig, weil die haben ja gestern hier auch gesungen. Aber es sieht ziemlich cool und gemütlich da drin aus. Und ja, ist auch echt cool, dass halt dann, ich denke mal, es wird die Feuerwehr sein oder irgendein Verein. Und die haben ja echt durch die ganze Höhle den Wasserschlauch gerollt. Also
ich glaube, es ist bald sogar 1 Kilometer. Und füllen da jetzt alle ihre Kanister und Tonnen und so auf. Ja, ziemlich coole Routen, aber auch ordentlich was los. Also mit der Konzentration ist sie schwierig. Hier wird halt ganz oft gesungen in der Höhle. Und da ist es manchmal ein bisschen schwierig, sich aufs Klettern zu konzentrieren, aber ist cool. Und achso, ich muss was richtigstellen. Diese eine Höhle, in der ich da vorhin drin war, wo ich dachte, die wohnen da, ich habe die anscheinend falsch verstanden, weil eben kam halt noch mal eine Frau vorbei, die war auch vorher in der Höhle. Und die hat wesentlich besser Englisch gesprochen und mit der habe ich mal erzählt, die wollen da einen Film drehen. Also die bauen für ein Filmset alles auf und sowas und deswegen richten sie die Höhle gerade ein und deswegen haben sie halt auch das mit Wasser alles befüllt. Und ja, die hatten uns gefragt, weil die uns hier klettern gesehen haben, ob wir denen helfen können, weil das ist irgendwie ein Hexenfilm, den sie drehen wollen, aber gute Hexen, hat sie extra nochmal betont. Und hier hängt halt so ein heiliges Maria-Bild und das wollen die mit so einem Styropor, ist das Maria-Bild? Ja. Ach, ist ein Jesus-Bild, Entschuldigung. Und das wollen die halt mit so einem Styropor-Stein irgendwie abhängen. Und die hatten eigentlich einen Kletterer, aber der ist ausgefallen für morgen. Und ja, jetzt müssen wir uns das mal angucken, ob wir das hinkriegen würden, um diesen Styroporstein da hochzubringen, damit die dann hier drehen können. Ja, also ich habe es gerade mal angeguckt, also klettertechnisch könnte man das schaffen, aber da ist halt keinerlei Möglichkeit, eine Sicherung zu setzen. Und dann wüsste ich halt nicht mehr, wie ich runterkommen soll. Also an sich wäre man mit einer Leiter besser beraten, aber bräuchte man halt irgendwie so eine 6 oder 8 Meter Leiter, um da ranzukommen. Aber ja, links und rechts, so mit so 10 Meter Abstand oder sowas, verlaufen 2 Routen. Da wird es gehen, aber direkt da an das Bild kommt man so nicht. Schade, hätten wir gerne geholfen. Ja, aber ich glaube, dieser Stein, der ist auch riesig, weil das Bildnis ist ja auch riesig. Ja, stimmt. Das sieht so auf dem Bild gar nicht so groß aus, aber das ist so groß wie ich. Also man müsste da einen Styroporstein hochbringen, der irgendwie so 1,80 Meter hoch ist oder so. Ohne Sicherung. Ja, nee, also das wird nichts. Das kriegen wir nicht hin. Schade. Ja, aber dafür, dass wir eingangs ja gar keine Lust hatten zu klettern, waren wir jetzt doch ganz schön lange unterwegs. Also es waren, glaube ich, so 2,5, 3 Stunden, die wir jetzt klettern waren. Ja, die Zeit vergeht eben, wenn man Spaß hat. Ja, das stimmt, aber hat wirklich doll Spaß gemacht. Also ins Auge bin ich leider nicht reingekommen. Das hatte ich mir eigentlich vorgenommen, so im Auge hochzuklettern, aber da waren die Routen dann doch eine Nummer zu schwer für uns. Ja, ich glaube, das hat bei einer 8 angefangen. Also das war die leichte, in der Dings war nachher 9 bis 10 oben, richtig raus aus dem Auge. Ja, aber ist nicht so schlimm. Hier sind nämlich auch noch ein paar andere Höhlen. Die wollen wir uns jetzt auch noch mal angucken, weil das ist so ein ganzes Gebiet hier mit recht vielen Höhlen. Ein Geopark. So ein Geopark, genau. Und dann werden wir uns das auch noch mal hier ein bisschen betrachten. Immer da um die Ecke. Es geht immer noch weiter, ne? Ja. Es wird immer dunkler hier. Ja. Boah, da ist noch so ein kleiner Gang. Ich glaube, das sieht man gar nicht mehr. Ja, wir haben natürlich wieder keine Lampe mit. Hast du ein Telefon mit? Doch, da. Perfekt, geh mal vor. Ist hier irgendwo Licht noch durch? Nee. Nee, Sackgasse. Sieht aus, als wenn hier nochmal Licht ist. Nee, das ist das von draußen. Okay, krass. Cool.
mal kurz. Mir ist gerade ein kleiner Fauxpas passiert. Ja, wir hatten ja schon erzählt, dass hier Dreharbeiten sind und die bauen halt gerade auf, die Dreharbeiten. Und dann kam halt einer vom Kamerateam ran und irgendwie wollte was und ich hatte vergessen, dass der Schlüssel da noch drin steckt, reiß die Tür auf und brech unseren Schlüssel ab. Glücklicherweise haben wir irgendwann mal, vor Jahren mal, weil wir hatten nur einen Schlüssel nachmachen lassen. Den haben wir jetzt rausgekramt und haben jetzt zum Glück noch einen Schlüssel. Ich konnte den auch super wieder rausziehen, aber ja, ist ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, wir müssen mal demnächst uns ja nochmal einen Schlüssel machen lassen, dass er wieder einen Ersatzschlüssel hat, falls sowas nochmal passiert. Ja, wir müssen jetzt auch losfahren. Der vom Kamerateam kam gerade nochmal wieder, weil die brauchen den Platz. Die wollen jetzt hier mit dem Dreharbeiten starten und wir stehen halt im Weg. Aber die sind super nett, also ganz lustig. Da vorne stehen sie auch schon mit dem Kamerawagen. Ich hoffe, die Straße hier gibt es Rabatt, weil das ist ja auch eine Mautstraße. Die haben wir extra gebucht. Ja, für diese 2 Kilometer Holperstraße hätten wir auch eigentlich lieber die Autobahn, aber irgendwie konnten wir die nicht buchen. Deshalb müssen wir jetzt hier lang koppeln. Ja, eigentlich war sogar ein Durchfahrtsverbotsschild auf dieser Straße. Aber ja, aber das war auch nur so halbherzig angebracht. Also ob das nur wirklich ein Durchfahrtsverbot war, weiß ich nicht. ja, außerdem hat uns die App hier lang geleitet, die BG-Toll-App. Ja, wir haben nur diesen Weg gebucht. Oh oh, eine Furt. Oh, da wohnen Tierchen drin. Ach du meine Güte. Das ist aber tief. Ja. Noch 5 Kilometer bis zur Grenze in die Türkei. Hoffentlich haben wir diesmal ein bisschen mehr Glück als letztes Mal in Serbien und es geht ein bisschen zügiger. Mal schauen. Also wir werden berichten, wie der Grenzübertritt lief. Also wir haben lustigerweise Google-Bewertung des Grenzübergangs vorher gelesen und der war nicht so gut bewertet. Mal sehen, wir sind schon gespannt.